bei Kung Fu Fitness Lifestyle, euer Kung Fu Commander Lee Fungisch online, euer Crazy Cobra in dem Format, das der Wald ist mein Dojo. Ja. Im Alltagsstress in der Fabrik. Aber wenn ich gerne Leistung in der Fabrik bringe, bin ich unter Druck, bin schmutzig, habe laute Geräusche hinter mir, vor mir, um mich. Tanzt mir viel mit Dreck zum Tor, mit Leistungsdruck, mit Zeitdruck. Quantität und Qualität muss stimmen. Dass ich auch produktiv bin für die Firma und dass ich kein Burnout habe oder bekomme und weiter leistungsaktiv bin, laufe viel durch den Wald. Mache viel im Wald, das habe ich schon immer gemacht. Bevor ich das Format schon entwickelt habe, der Wald ist mein Dojo, bin ich beim Menschenschwarm Abenteuer viel mit euch durch die Natur gelaufen, durch den Wald gelaufen. Und das ist mein Leben. Das ist der Wald, die Natur, gehört zur schwäbischen Kultur. Und wir haben wunderschöne Wälder hier. Ja. Können wir euch noch ein bisschen mehr zeigen? Also wir befinden uns mitten im Wald. Ja. Aber wenn wir jetzt auch ein bisschen an der Lichtung sind, da ein bisschen rauslaufen will, weil ich habe zwar ein T-Shirt an, aber ich will nicht so, dass mein Tattoo so in der Sonne badet. Ja. Und vor uns ist der Platz der 1000 Farben. Das sage ich so aus meiner chinesischen Seele raus, weil wenn der Frühling, Sommer immer tiefer wird, dann strahlt die Wiese in verschiedene Farben, rot und so. Ja. Und ich bin auch jetzt Weile gelaufen, um an die Stelle zu kommen. Ein Kumpel, der hat gesagt, der ist kurz vom Burnout. Und da habe ich gesagt, komm mit, ich nehme den mit in den Wald. Und da hat er seine Kraft tankt, dass er in einem Betrieb Vollgas gibt und aus dem Burnout rauskommt natürlich. Ja. Ja, schöne Baumstimmung, wo man es zeigen könnte. Ja. Natürlich. Gell. So. Ein gelber Schmetterling. Andere, die standen im Wald und schwätzen dann ich. Ja? Und immer sich vor der Kamera noch zusätzlich und ich. Wie eigentlich nur eine Person. Aber bei mir ist halt dann doch der Wald im Vordergrund. Ja? Der Blüterpullerstab hat halt die ganze Kamera bedeckt. So ein Blüterpullerflug, gerade so extrem, dass der ganze Himmel schon fast gelb ist. Oder halt die Luft gelb ist, das ist schon einzigartig. Ja. Und mal gucken, wie ich noch mit Aufnahmen verwöhne. Ja. Und was ich euch noch zeigen kann und will, ja, natürlich. Ja. Man muss auch sagen, wenn ich einen Wohnungsclip drehe und stand vorm Haus, dann bin ich entweder, ist das ein Streetclip oder ein Gartenclip, aber kein Wohnungsclip. Wenn ich im Wald einen Clip drehen will und stand
laufe am Waldrand entlang oder stand vorm Wald oder hock mir vorm Wald noch, und der Wald ist nur der Hintergrund. Das ist das nur. Und irgendwelche andere, dann ist das wirklich kein Waldclip. Also, ja. Aber der Mann, der guckt, dass der Grenzfaktor noch, der tut noch Sahnetüpfle drauf. Der hat den Clip rausgestellt, der Truck ist mein Dojo, und hat sich quasi auf die Ladefläche vom LKW rein kopiert. Also, ja. So. So, hier sind wir mitten am Wald, nicht am Waldrand, und der Wald ist nicht nur der Hintergrund, sondern der Wald ist der Mittelpunkt in dem Format. Der Wald ist mein Dojo. Man kann auch mit den Leuten was machen. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn der andere sagt, ja komm nach Hamburg oder ich komme nach Schwäbische und dann machen wir zusammen was. Das ist ein gutes Format, ich gebe dir ein paar Props ab. Hi. Ja, ja. Das ist ein Poloflug, hey. Unglaublich, aber sehr schön. Normal eine Blütenpollenallergie, aber die chinesische Akupunktur hat mir auch davor ziemlich verschont. Ja. Also, dass die Blütenpollenallergie nicht so schlimm war, wie es mir war. Dass ich jetzt aber gar nicht spüre, ist auch irgendwo Wunder. Ich gucke jetzt gerade, wo die Kamera super platzieren kann. Ja. Oh. So. Ein bisschen weiter auf, ist besser. So. Geil. Geiler Madico, funktioniert ja. Ja. Leute, was speichert, also da hat es dann bei vielen YouTubern entdeckt, Leute, was speichert, ja, denen ist Geld nicht wichtig und es gibt Wichtigeres im Leben. Das sind gerade immer die Leute im Internet, die quasi immer wollen, dass man denen Geld spendet, die immer Werbung machen. Sie kriegen noch besonders, du kriegst ein Special Service, wenn du halt Mitglied wirst und dann Geld zahlst. Das sind die, wo denen das Geld angeblich so egal ist. Ja. Aber wie schon gesagt, der Bekannte da, der mir auch gesagt hat, ja Timo, ich mach was mit dir, im halben Jahr mache was mit dir, ich gebe mal Ehrenwort, ich bin Kampfkünstler, wenn ich mal Ehrenwort gebe, dann mache ich ja was mit dir. Ja, hab's ja auch vergessen, hatte mit einem anderen YouTuber in YouTube über mich gelästert und dann halt irgendwie eine Ausrede gehabt, ja mit dem mache ich nichts, da bin ich WhatsApp-Nachrichten geschickt, dabei das eine mit dem anderen nichts zu tun hat und ich hätte mir auch nicht viel WhatsApp-Nachrichten geschickt, aber ist okay. Ja. Wie schon gesagt, bin auch mit meiner Kritik fair, das ist auch kein Beef, sondern es ist einfach sachliche Kritik und ist für mich auch in Ordnung, wenn man das sagt und nicht. Ja. Wow. So, ich bin immer fasziniert am Wald und wie schon gesagt, ich war im Kind schon immer im Wald und der Wald ist mein Dojo. Ja. Natürlich auch euer Dojo, aber deswegen muss man kein Internetformat kopieren. Ja. Ich hätte auch gesagt, in der City ist mein Dojo, aber da habe ich gedacht, ich will mich selber nicht kopieren. Also, was bedeutet, ist das Stadtleben, mit verschiedenen Kulturen zusammenkommen, auch im Positiven wie im Negativen, ist wie ein Feuer, so Leidenschaft. Deswegen habe ich gesagt, City ist mein Feuer und ich bin, was Idee ich bin jetzt ein Ideenreichtum. Ja, und wie schon gesagt, wenn mir einer kopiert oder so, das erlaubt, das jetzt so, wo mir eher Ansport noch mehr zu geben in YouTube. YouTube ist mein Herzfeuer, das mache ich mit Leidenschaft und ich nehme euch auch gerne mit Leidenschaft mit auf meinen Weg. Ja. Und
Da können wir auch gerne was machen. Gerade guckt, ob wir irgendwelche Tiere sehen. Und dann zeige ich euch ein paar Tontechniken. Ja. Irgendwie sehe ich ein bisschen aus wie ein alter Mann momentan. Ich tue zwar meine Haut auch eincremen, dass ich nicht um die Pfeile vorzubeugen, aber ich muss mir zum Friseur gehen. Ich sehe ein bisschen älter aus dabei. Das kann Schande ist, älter zu werden, weil ist ja eigentlich quasi Anerkennung, älter zu werden, weil man hat ja dann auch eine gewisse Lebenszeit auch überlebt und ist stark durchs Leben gegangen, durch gute und schlechte Zeiten. Aber trotzdem kann ich gucken, dass ich meine Jugend so weit wie möglich behalte. Ja. Wenn ich kick, ja, und das habe ich früher im Karate schon gelernt, ja, 90, 92 und nach dem Taekwondo 96, 95, 96. Das, wenn ich kick, quasi, das meine Zielvorrichtung ist, wie hoch ich treten will. Mein Knie, so hoch wie mein Knie ist und so. Wenn ich jetzt in Bauchhöhe treten will, guckt mein Knie fast in der Bauchhöhe. Ja. Wenn ich hoch treten will, ja, umso höher ich das Knie habe, umso höher kann ich auch treten. Ja. Auch da hinten. Wo zeigt mein Knie hin? Ja. So trete ich auch. Ja. So. Nur ein bisschen Bach entlang. Da ist auch was, da kommt die Sprungkraft über auf das Taekwondo. Hoffentlich kippert er nicht um, Freunde. So. Ja, oh. Ja, lol. Lol. Wieder jetzt nicht gleich, ne? Da sind wir wahrscheinlich schon vor der Action umkippt. Lol. Ja, okay, ist alles wieder scharf. Sofa oder was? Spaß. So. Ja, andere Schneider, die Panne raus. Wir lassen jetzt drin, weil wir sind authentisch. Machen wir es nochmal hier, so. Radescharf, Freunde, Radescharf, so. Yeah. So. Immer schön hier. Ah, ich liebe die Natur, das tut mir jetzt so gut hier. Ja. Das tut mir so gut hier. Ja. Der Bach nennt sich Rot, weil der Sonne ist ein bisschen so rötlich und deswegen heißt der Bach Rot. Ja.
passt zu meiner Gesinnung, obwohl ich eigentlich auch Demokrat bin, bin ich von vielen Sachen Kommunismus auch angetan. Die Schnecke ist auch rot, die achten wir jetzt. So. Wenn da mehrere Schnecken kommen, dann drehe ich um, weil ich will keine Lust auf Schnecken zu tappen. Aber seht ihr jetzt gerade keine. So. So. Einfach eine wunderschöne Idee, immer hierher zu kommen, obwohl ich bin ja immer verschiedene Wälder, muss man auch noch sagen. Ja. Im Gegensatz zu einem anderen YouTuber denke ich halt, aber wenn 80 Jahre gegen die Ewigkeit weniger scheint, kann man 80 Jahre viel Positives machen. Man kann die Menschen mitnehmen, man kann Kampfkunst lernen, man kann die Leute motivieren, man kann positive Signale im Leben setzen, man kann auch wirklich, man kann immer ja schon positiv was verändern. Ja. Der schöpferische Geist der Menschheit oder was in der Seele ist, kann ein positives Vorbild sein, dass die Leute nicht ein schlechter Weg gehen, sondern ein guter Weg. Und wir Kampfkünstler sollten eigentlich zusammenhalten. Und viele Sachen sehe ich schon gar nicht persönlich, weil ich als Mensch auch weitergereift bin. Und das ist das in Ordnung. Also, ja. Ist auch eine Ehre, dass Scott Allens kopiert. Den Reyes Ramon quasi, obwohl das Original immer besser war, wie das Kopier. Und das Kopier war eigentlich auch nicht so schlecht. Bruce Lee kopiert. Wir sind alle Lichtjahre weit weg von Bruce Lee, auch ich. Aber tatsächlich, ja, was sind sie schon noch kopiert? Maria, Mutter war kopiert. Elvis Presley kopiert, er war einer der besten Sänger der Welt. Ich kann nicht singen, aber wenn ich dann kopiert war, ja. So, da haben wir auch wieder sowas Uriges. Ich hoffe, ihr bleibt das mal stehen. Das ist immer schwer in so Gefälle. Ja. Ach Mann. So, da kann man sich auch dehnen oder irgendwas machen. Ja. Zum Beispiel auch Kickübungen machen. Ja. So. Lassen wir einfach stehen. Da können wir ein bisschen festhalten. Das war das. So, kann man festhalten und dehnen. Ja. Und ich kann auch Kickübungen machen. Ja? Fällt da. Ja. Ja. Vielleicht von der anderen Seite filmen. Der ist kaputt, der ist morsch. Der wird jetzt auch schon langsam, obwohl er noch hart und stabil ist. Aber der ist halt kaputt. Ja. Morsch weniger, aber er wird so langsam. So, ja. Also, und dann kann ich auch meine Heizung üben. Natürlich. Ja. Ja. Oder auch ein Schwungtechniker oder sonst was. Und Gleichgewicht, weil ich ja im Stand bin. Da eben. Ja. 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 Kann auch Eye-Fly-Action üben. Geht schon, ja? Ja, geht was. Ja. Vandalismus. Oder Holzfäller. Ne, ist ja schon kaputt an gesunde Bäume, mache ich sowas natürlich nicht. Ja. Ich habe schon gesagt, ich bin jetzt nicht im Vordergrund, sondern immer der Wald. Und wenn ich was mache und da versenke ich im Moor, das ist jetzt nicht so prügend. So. Oh. Ich bin schlammig, glücklich und ja. Hat doch echt richtig Spaß hier. Hey. Ja. Der Start nervt mir ein wenig. Aber wenn er optisch gut aussieht. Ja. So, der war so langsam.
Ob ich noch meine Schuhe sieht aus. Okay. Aber das ist halt der Wald, da wird man halt schmuddelig. Das ist schade. Wie gesagt, aus dem Wald hole ich meine Kraft. Das habe ich schon viele Jahre gesagt und da hole ich meinen Geist raus, meine Energie. Meine chinesischen Vorfahren, deutsche chinesische Vorfahren, schon Waldwesen waren, ihre Energie draus geschöpft haben. Das heißt, die Heider, Wikinger in der Germanerzeit, ja, die Barbaren, ja, die an Odin glaubten und auch die chinesischen Vorfahren, die seit Jahrtausenden schon Wald trainiert und das als ihre Quelle der Inspiration zählt. Ja. Und es hat auch schon immer Karate-Tiger gegeben. Viele japanische Karatekas haben sich als Samurai, als Tiger gesehen, als Karate-Tiger gesehen. Dementsprechend hat trotzdem der Film Karate-Tiger ein neues Format, wo es so noch nicht gegeben hat. So wie ein neues Format gegründet haben. Wünschenschwarm Abenteuer, Cobra Sunday, City ist mein Fire, Wald ist mein Dojo, Donnerstag. So, was haben wir sonst noch gemacht? Ja, Timo Privat, Timos Tiere, ja. Lee Funk Monde das war im Donseide und das gebe ich auch zu. Ja. Ich will dem anderen auch eine Idee schenken, ich kann für sich verbuchen, Hamburg Alive oder keine Ahnung, sowas in der Richtung Fischverkauf in Hamburg oder das mich jetzt interessiert, weil ich bin ja nicht in Hamburg und ja, Hamburg Alive. Ja. Oder Hamburg Tor zur Welt, das ist gut, das ist jetzt das ist aus dem Altdeutschen raus, aber das als Internetformat wäre schon eine gute Geschichte. Ja. Das Tor ist Hamburg und Schleswig-Holstein hat der Schlüssel dazu. Ja. Tor der Welt ist Hamburg und Schleswig-Holstein hat den Schlüssel dazu. Schon wieder Schnecke. Jetzt bist du YouTube-Star, Schnecke. Ja. Und ja. Ja. Wie schon gesagt, haben wir auch welche mal mit dem Tanzverbot verglichen. Ich weiß nicht, wo da der Vergleich ist, den wir mit Unge vergleichen. Gegen Rassismus für alle Kulturen. Und immer locker flockig drauf. So wie der Unge, so bin ich. Nur nicht ganz so germanisch, weil ich bin nur teils Deutscher und teils Chinesisch, aber wenn ich mich hundertprozentig zur Beutekultur sehe. Und das ist prachtvoll alles. Da ist eigentlich nur unbedingt was zeigen will, aber ich finde den Pfad nicht mehr. Und dabei durch brennen das Fell, die mir aber noch nicht genug bisher hin, den Respekt vor mir. Aber ich komme nicht aus. Wir sind mir vorgelaufen. Das ist ein Meer von Brennnessel. Ja, ja. Wow, ich muss da raus. So, ja. Yeah. Bleibt stande, Freunde. Das ist Schmetterling. So, komm so. Schau schon hau. So, das ist Schmetterling. Ja. Yeah. Aber einfach glücklich. Ich wollte es übertreffen, will jetzt mal, ob ich es geschafft habe, weiß ich nicht. Aber hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Ja. Goldener, danke für deine Tattoo-Tipps. Ja, Tim, ich grüße dich, guter Freund von mir. Patrick, ich grüße dich, guter Freund von mir. Luca, Freund, ich grüße dich. Und wenn ihr von euch alle noch einen grüßen soll, müsst ihr mir nur Bescheid sagen. Dann mache ich das. Jetzt bin ich einfach nur glücklich und außer Atem wegen. Ja, weil ich bin auch ein Stück weit schon gelaufen. Wenn das mal jetzt was angereitet wird. Ja, Schmetterling am Start. Zeigt sehen.